English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, aktuell mein ganzer Stolz, Albino Mississippi Alligator. Wird jetzt jeder sagen, naja, wer hat denn so viel Platz? Habt ihr natürlich recht. Gibt nur ganz wenige, die so viel Platz haben, sowas halten können. Werden riesengroß, brauchen viel Platz, das ist ganz klar. Aber wunderschöne Tiere. Hat jetzt so knapp einen Meter, so 80 Zentimeter. Das Tolle an den Mississippi, die werden echt schön brav, ne? Wenn man die ein bisschen hantiert, werden die ganz brav. Wobei er hier jetzt gleich ein wenig stinkig ist sogar. Komischerweise verstehe ich gar nicht, der ist heute ein wenig garstig drauf. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wunderhübsches Tier. Mein ganzer Stolz aktuell und deswegen heute für euch als Intro-Tierchen. Normal lege ich ja dann das Intro-Tierchen aus der Hand und fange mit der Folge an. Aber das passt auch super zu unserer heutigen Folge. Titel ist ja Schwarz geht immer, Weiß auch. Draufgekommen bin ich eben durch die Folge, wir hatten ja eine Folge Schwarz geht immer. Und da haben mehrere von euch bemerkt, ja, aber Weiß geht auch immer. Ne? Und dann dachte ich, klar, gute Idee, deswegen haben wir das heute als Titel aufgegriffen. Weiß auch. Weiß sind ja in der Terroristik oder bei den Reptilien die Leucisten. Ne? Leucisten kommt von Leukos, griechisch für weiß. War noch ganz kurz der Unterschied zwischen Albino und Leucisten. Was ich hier in der Hand habe, ist ein Albino. Zum einen, die Albinos haben immer die roten oder rötlichen Augen. Sieht man bei dem jetzt ein bisschen schlecht, weil die Pupillen so klein sind, dass man es gar nicht sieht, das Rote. Aber ja, ich denke, man kann es doch einigermaßen erkennen. Also der hat rot-weiße Augen sozusagen, ist ein Albino und er ist auch nicht weiß, er ist gelb. Ne? Bei albinotischen Tieren, beziehungsweise man sagt ja dann amelanistisch, fehlt das schwarze Pigment und bei den Leucisten fehlen alle Pigmente, das schwarze und auch das gelbe beziehungsweise rote. Ne? Das unterscheidet den Albino vom Leucisten. Ne? Der Leucist hat weder schwarz noch rot noch gelb. Und die Albinos sind amelanistisch, die haben, wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen, also auf den ersten Blick ist er ja weiß, aber auf den zweiten Blick ist er gelb, ne? Der hat noch die gelben Hautpigmente. Wir fangen mit den Schlangen an und wie sollte es anders sein? In dem Fall fangen wir natürlich auch mit den Königspythons an. Da haben wir auch die beste Auswahl an weißen Tieren. Ganz markant sind die Blue Eye Lucys, werden abgekürzt als mit BEL, Blue Eye Lucy. Also Leucist mit blauen Augen sind die Super Butter, Super Mojave, Russo. Das ist dieser Komplex. Wie gesagt, weiße leucistische Tiere mit bläulichen Augen. Dann gibt es bei den Königspythons auf den ersten Blick ziemlich ähnlich. Die Black Eye Lucys wird dann abgekürzt mit BLEL, also BL für Black Eye Lucys. Im Prinzip gleiches leucistisches Tier, hat aber nicht diese blauen Augen, sondern eher schwarze Augen und kommt aus der Verpaarung Fire mit Fire. Ne? Der Superfire wird zum Black Eye Lucy. Manchmal haben die noch kleine gelbe Flecken drauf, aber ansonsten auch schneeweiße Tiere und in dem Fall, wie gesagt, mit schwarzen Augen. Was auch noch unter die Rubrik Weiß passt, sind die Ivory-Königspython. Ne? Ivory-Verpaarung Yellowbelly mit Yellowbelly kommen Ivorys raus. Wie der Name schon sagt, Ivory nicht schneeweiß, sondern eher so Elfenbeinfarben. Manchmal haben sie noch einen kleinen Strich drauf. Also in die Rubrik Weiß nur mit Anführungsstrichen vielleicht oder mit einem Fragezeichen. Wieso die Ivorys, finde ich auch recht interessant sind. Also vor 20 Jahren war ja so wegen ich will bald mal sagen, der Wettlauf oder der Hype um weiße Schlangen. Ne? Und ein Ivory war damals das Rekordtier, hat $120.000 gekostet. Ein Ivory-Baby aus Afrika ging für $120.000 über den Tisch, weil es eigentlich, wie gesagt, so eine der ersten weißen Schlangen in der Terroristik war. Und deswegen hat sie auf jeden Fall auch den Platz in unserer Weiß geht immer Folge verdient. Seit 2-3 Jahren gibt es auch weiße Boas, ne? Boa Constrictor in weiß, sogenannte Superfire heißen die.
auch richtig schön weiß als Boa Constrictor. Ich glaube, das ist so im Boa-Bereich gerade eines der Highlights, das gerade so wenig auf dem Markt oder unterwegs ist. Dann haben wir auch bei den Netzpythons mittlerweile sogar verschiedene weiße Formen. In der Hand hier habe ich einen Ivory-Netzpython. Auch super schöne Tiere natürlich, so ein Netzpython in weiß. Dann gibt es noch Superfire, auch weiß. Ja, da gibt es einige Morphen mittlerweile. Da hat man ja ein Netzpython-Special drüber gemacht oder ein Farbspecial. Können wir euch unten einblenden, welche Folge das ist. Da haben wir die ganzen weißen Netzpythons behandelt. Ne? Wie gesagt, das hier Ivory, schwarze Augen, ja, fast ganz weiß, auch so ein kleiner Gelbstich drin. Super hübsche Tiere, bisschen verfressen. Ihr merkt schon, ich bin hier gleich am Weghalten, dass der mich hier nicht gleich auffressen will, aber eigentlich sind die ganz brav, doch. Eine der ersten leucistischen Schlangen waren die leucistischen Erdnatter. Ne? Als Leucistic Texas Red Snake kamen die vor allem aus der USA hier rüber. Auch richtig hübsche Schlangen, weiß, große Augen. Hatten manchmal eben oder haben manchmal so gleich diese Buckeyes, ne? Dass die Augen ein bisschen größer sind, ne? Und dadurch haben sie so Klubschaugen-Optik. Aber wirklich auch schöne weiße Schlange. Also wenn die adult sind, als Jungtier, da schimmert noch manchmal so das Rosa durch. Aber wenn die adult sind, sind die echt schneeweiß. Also haben mir schon immer richtig gut gefallen. Und auch bei den Corner, dann gibt es die Blizzard Corns. Ne? Die Blizzards sind, wenn sie adult sind, eigentlich auch schneeweiß. Die Blizzards sind nicht wirklich ein Leucist. Sie sind aus der Zucht amelanistisch und anerythristisch kommen die Blizzards raus. Aber letztendlich würde ich sie auch unter die Kategorie weiß einordnen. Weiße Kornatter, auch echt hübsches Tier. Die Schlangen haben wir jetzt, glaube ich, großteils durch. Habe ich bestimmt das ein oder andere vergessen. Dürft ihr gern noch Vorschläge bringen oder unten posten, was ich alles vergessen habe oder was noch tolle weiße leucistische Schlangen sind. Postet es gerne unten rein. Bin ich mal gespannt, was euch einfällt. Schildkröten kommen wir nachher noch drauf. Jetzt machen wir aber erstmal die Echsen. Bei den Echsen ist es gar nicht so einfach. Bartagamen, wo es ja mittlerweile auch, wird es bald mal sagen, hunderte Farben gibt, gibt es fast weiße Tiere. Also man sagt, bei den Bartagamen spricht man ja von Zero. Das hier ist ein Zero. Ne? Also die Zero haben keine Zeichnung und sind, naja, eben weiß ist natürlich auch was anderes, aber sie sind sehr hell sozusagen. Das Ganze kann man dann noch als Hypo-Zero beziehungsweise hier in meiner linken Hand Hypo-Zero Translucent steckt auch noch mit drin. Dadurch werden sie noch, naja, theoretisch noch ein Stück weißer, heller, wobei das Translucent auch wieder sogar schwarz mit reinbringt. An Bartagamen ist das hier so ziemlich das Weißeste, was es gibt. Ne? Mal vielleicht den ohne Translucent, nur Hypo Zero ist vielleicht farblich irgendwo dazwischen drin. Das hätte ich euch auch noch zeigen können, Hypo Zero. Oder kann ich vielleicht noch ein Bild einblenden. Das ist das, was mir an Bartagamen einfällt zum Thema Weiß. Was wirklich richtig weiß ist oder war unser leucistischer Nilvaran, der Nils. Die meisten von euch wissen es, dass der ja leider gestorben ist vor mittlerweile bestimmt auch schon wieder 2 Jahre her. Den habe ich natürlich oft gezeigt, da haben wir oft gefilmt. Wir können euch hier einblenden. Der Nils war ein leucistischer Nilvaran, also auch weiß, schwarze Augen. Echt wunderschönes Tier. Bricht mir echt heute noch das Herz, dass der nicht mehr da ist. Das war echt absolut schade. Leopardgeckos gibt es hier auch in allen Farben. Mehr oder weniger weiße gibt es da. Beziehungsweise das ist bestimmt auch was für die Community. Da könnt ihr auch mal vielleicht eure leucistischen bzw. eure weißen Leopardgeckos teilen oder posten. Es gibt schon immer bei den, was heißt schon immer, aber seit ungefähr 15 Jahren oder vielleicht 20 Jahren sogar, gibt es diese, damals hießen sie Leucistic Leopard Gecko. Die haben dann meistens noch relativ viel Gelb drin, haben aber auch diese klassischen schwarzen Augen, schwarzer Kopf. Und wie gesagt, das Weiß ist mehr oder weniger ausgeprägt. Ich glaube, mittlerweile laufen sie eher unter dem Begriff Patternless oder dann gibt es die Murphy Patternless noch. Das ist so das, was im Leopardgecko-Bereich
mir bei Weiß einfällt, beziehungsweise ich glaube so Diabolo Blanco habe ich mal noch gehört, gesehen, gibt es noch. Also bei den Leopardgeckos, bei den vielen Farben, die es da gibt, da ist bestimmt unter euch der ein oder andere Fachmann dabei. Da dürft ihr gern euer Wissen kundtun, was es da noch an anderen weißen Tieren gibt. Unser Kamerakind, der Flo, hat auch gerade einen guten Einwand gebracht und hat gesagt, aber der ist doch viel mehr rosa wie weiß. Das ist ein guter Aspekt, das mir eigentlich gar nicht mehr so auffällt. Das Rosa kommt ja daher, dass das Gewebe und die Blutgefäße im Tier, gerade bei einem Jungtier, wo die Haut noch dünn ist, da scheint es durch die Haut. Ne? Die Haut ist noch nicht dick genug und dann sieht man die roten Blutgefäße mehr oder weniger durch die Haut durchscheinen. Deswegen wirken die als Jungtier eher so rosa. Auch der Nils, der Nilwaran, den ich gerade angesprochen habe, ne? Wenn wir da, vielleicht haben wir ein paar Bilder, wo er ein Baby war, da sah der auch eher rosa aus wie weiß. Ne? Erst wenn die Haut dicker ist, scheint, wie gesagt, das Blut nicht mehr durch die Haut. Umso dicker die Haut wird, umso weißer wirkt das Tier. Oder auch bei den Kornattern, ne, wo ich vorher schon angesprochen habe, die Blizzard-Kornattern oder die Leucistic Texas Erdnattern. Als Jungtier wirkt das Ganze rosa, hat aber mit der Farbe der Haut an sich nichts zu tun, sondern hängt einfach damit zusammen, dass die Haut noch so dünn ist, dass das mehr oder weniger das Blut ein bisschen durch die Haut durchscheint. Zu guter Letzt kommen wir auf die Schildkröten. Da gibt es ein paar wirklich hübsche Leucisten. Allerdings, wo in der Terroristik äußerst schwierig ist. Zum einen, es gibt die Meeresschildkröte als Leucist. Ich erinnere mich, ich war vor mindestens 25, vielleicht sogar 30 Jahre auf Sri Lanka. Da schlüpfen ja jährlich diese Meeresschildkröten, ne, da gibt es so Erhaltungsprojekte, ne, wo sie die Eier einsammeln, schlüpfen lassen, dann ins Meer freilassen. Und da tauchen dann immer wieder auch mal, was heißt immer wieder, relativ selten, aber es tauchen leucistische Meeresschildkröten auf. Die sind aus schneeweiß, echt wunderhübsche Tiere. Muss ich mal im Internet gucken, ob ich euch irgendein Foto zeigen kann davon. Also da gibt es was an Leucisten. Dann gibt es diese Weichschildkröten, gibt es als Leucisten. Ist jetzt auch nicht so das klassische Terrarientier oder Wasserschildkröten. Zumindest für meinen Bereich mit Wasserschildkröten habe ich relativ wenig zu tun. Aber wie gesagt, gibt es auch wunderschöne leucistische Weichschildkröten. Bei den Spornschildkröten gibt es sogenannte Ivory-Spornschildkröten. Die sind nicht wirklich schneeweiß, aber auch so Elfenbeinfarben. Umso größer sie werden, ich glaube, wir haben in der Togo-Folge habe ich euch von denen schon welche gezeigt, von diesen elfenbeinfarbenen Spornschildkröten. Wie gesagt, aber nicht so ganz weiß. Also ansonsten bei den Landschildkröten, also so eine leucistische Testudo hermanni, das wäre natürlich ein absoluter Traum. Ne? Oder Testudo graeca, Testudo marginata als Leucist, das wäre natürlich der Oberhammer. Gibt es meines Wissens bis jetzt noch nicht. Ansonsten, wenn euch was im Bereich Schildkröten noch zu Weiß oder Leucist einfällt, dürft ihr es auch gerne posten. Das sind so die Sachen, die mir zum Thema Schildkröten noch eingefallen sind. Ansonsten sind wir durch mit der Folge Weiß geht immer. Wir haben ja auch schon, oder möchte ich am Schluss noch darauf verweisen, es gibt die eine Folge, so eine Kochstudio-Folge haben wir gemacht, 4 Kochrezepte, wie ich Weiß bekomme. Da möchte ich auch darauf verweisen. Das geht dann in dem Fall zwar bloß um die Schlangen, aber da könnt ihr schauen, wie ihr euch einen weißen Königspython selber züchten, ich wollte gerade schon basteln sagen, züchten könnt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Ihr habt bestimmt alle den Kanal abonniert, sonst würdet ihr ihn ja nicht heimlich anschauen. Also wenn ihr ihn anschauen wollt, bitte abonnieren. Und ansonsten bleibt mir treu und Weiß geht immer.